In dieser Folge zeige ich dir, wie du eingebrannte Flecken auf der Motorhaube sicher entfernst, ob du und wann du schleifen musst, wie du dir das Schleifen sparen kannst und am Ende gibt es auch noch eine Überraschung, auch für mich selber. Viel Spaß beim Zugucken. Warum ist denn das eigentlich relevant und warum wird denn das jetzt nicht einfach nur poliert, beziehungsweise kann einfach runtergewaschen werden, weil es sind ja nur Blätter. Das Problem ist, dass die Bestandteile von den Blättern durch die Sonne, durch die Verdunstung und durch die lange Einwirkung auf dem Lack sich tatsächlich in den Lack reinfressen. Das heißt, wir haben neben den zahlreichen Kratzern, die wahrscheinlich der eine oder andere drin bleiben wird, eben auch diese ganzen Verätzungen genau eben in Spur dieser Blätter. Und dem müssen wir jetzt Herr werden. Wir müssen mal gucken, wie wir da am schlausten vorgehen. Und wie immer fangen wir mit der möglichst mildesten Methode an. Das heißt, mit einer Finish-Politur brauche ich hier nicht anfangen, aber wir werden erstmal mit einer Cutting-Politur rangehen und gucken tatsächlich, was hier an einem Ausschnitt, wo tatsächlich auch ein Blatt ist, funktioniert. Und dann werden wir weitersehen. Übrigens, weil so viele gefragt haben, ob wir bei so einem Vergleich nicht mal vorher-nachher messen können, macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben jetzt hier zwar nicht vorher gemessen, aber generell zum einen müsste ich mir den Punkt ja irgendwie markieren, an dem ich vorher gemessen habe, der mit einem Verfahren, das durchs Polieren nicht weggeht, also mit einem Laser oder so. Und selbst wenn ich das mache, guckt euch mal das Video an, bei dem wir bei 3M waren. Da haben wir das wirklich mal mit einem geeichten, genauen Messgerät gemacht. Und zwischen Cut- und Finish-Politur war selbst bei so einem teuren Messgerät in der Toleranz kein Unterschied feststellbar an einem Durchgang. Deswegen, wir können jetzt hier nur mutmaßen, was mehr abgetragen hat. Natürlich, wenn wir ein bzw. zwei Gänge geschliffen haben, also 2000, 3000 und dann noch Cut fahren, haben wir einen höheren Lackabtrag, als wenn wir nur Cut fahren. Ganz klar, weil wir einfach vor das Cut fahren, was ja sonst gleich war, nochmal was dazwischen schalten. Aber ob jetzt 2 Runden Cut versus Schleifen und eine Runde Cut mehr oder weniger Abtrag hat, kann man so nicht sagen. Wobei ich trotzdem immer glaube, wenn es um Kratzer geht, ist Schleifen das präzisere Werkzeug, weil wir hier nicht so mit der Politur blind irgendwie drauf rumarbeiten, sondern relativ kontrolliert arbeiten können. Also gerade da, wenn es nicht kantnah ist, Schleifen ist immer das Hilfsmittel. Okay, was solltest du dir mitnehmen von diesem Video und von der Methode, diese Oberfläche zu bearbeiten? Ganz wichtig ist, wenn du eingebrannte Sachen hast, probier immer mit dem möglichst mildesten Mittel. Du hättest jetzt auch mit dem Schaumstoffpad vorweggehen können und einer Schleifpolitur. Das habe ich aber nicht gemacht aus einem Grund und das möchte ich dir jetzt erklären. Also mach mal die Augen zu und folge meinen Worten und stell dir vor, was ich dir jetzt erkläre. Du hast ja bei so einer Lackoberfläche eine wellige Oberfläche. Dadurch kommt die Orangenhaut. Selbst wenn sie sehr gering ist, ein Lack ist nie komplett glatt. Das heißt, so ein Kratzer und so eine eingebrannte Verätzung, will ich es jetzt mal nennen, setzt sich sowohl in die Berge als auch in die Täler, also in die oberen Strukturen als auch in die unteren Strukturen. Gehe ich jetzt mit dem Schaumstoffpad drauf, fange ich halt an, die Strukturen mehr oder weniger
jetzt nicht von oben nach unten zu polieren, weil sonst würde ich sie ja wegschleifen, aber ich brauche halt ein bisschen Abtrag, bis ich an den unteren Kratzer rankommen kann, eben weil der Schaumstoff sich nicht in die feine Struktur reinlegt. Mit so einem Mikrofaserpad, wie gesagt, stell dir mal vor, ich habe jetzt hier mal so ein olles von einem Schweller, aber ist egal, da hast du Fasern, die einfach viel länger sind, mit denen du die Chance hast, in der Struktur zu cutten. Das heißt, du cuttest oben die Berge, aber auch unten die Täler und dadurch arbeitest du gleichzeitig auf den Spitzen als auch auf den Tiefen des Kratzers oder eben der Verätzung. Das ist meine Theorie dahinter, warum Mikrofaserpads oder auch also Fellpads besser für solche Sachen funktionieren. Und ich finde, du siehst es auch, wenn du mit Mikrofaserpad Cutting fährst, hast du eine minimale Korrektur oder eine Verfeinerung der Orangenhautstruktur. Einfach weil ich sowohl die Berge, die Abfahrt und das Tal sozusagen gleichmäßig bearbeite. Dadurch wird sie nicht reduziert, aber sie wird halt einfach insgesamt feiner und die Struktur in der Struktur, weil wiederum in so einer Bewegung ist natürlich auch der Lack nicht glatt, wird gleichzeitig ein bisschen geglättet. So meine Theorie und meine Praxiserfahrung. Deswegen merkt ihr einfach, in der Regel wirst du ein Fell- oder Faserpad brauchen, um das zu beseitigen. Und nur wenn das nicht geht, dann musst du schleifen. Denn du musst dir auch immer die Frage stellen, wie viel ist deine Zeit wert, beziehungsweise lohnt sich die 1, 2 Kratzer, die wir jetzt hier mehr wegmachen oder mehr reduzieren, lohnt sich das? Bezahlt das dein Kunde? Willst du das haben? Dann feuerfrei, immer schön schleifen. Ansonsten haben wir hier mit fast der Hälfte der Arbeit eigentlich optisch gerade draußen ein gleich gutes Ergebnis erzielt. Aber beide Methoden führen zum Ziel. Beide Methoden sind vollkommen richtig. In diesem Sinne viel Spaß beim Nachmachen. Spul nochmal zurück, hör dir das nochmal an. Ich habe gerade, wie gesagt, mir das selber vorgestellt und dabei gesprochen, aber vielleicht wird es beim zweiten Mal noch klarer. Wir sehen uns im nächsten Video. Und nicht zu vergessen, wenn du sehen willst, wie diese Haube hier fertig aussieht im vollen Glanz, check auf jeden Fall das komplette Video zu dem Auto. Die Verwandlung nach über 3 Jahren ohne Wäsche und noch nie Politur. Viel Spaß dabei. Abonniere den Kanal, drück die Glocke. Jetzt halte ich endlich meine Klappe. Wir sehen uns. Hau rein.